Du würdest gerne Gerichte kochen, die super lecker schmecken. Du hast vielleicht einfach kein Händchen fürs Kochen oder du hast ein Händchen und du willst dich einfach noch verbessern. Dann bist du hier genau richtig. Da ich einfach super gerne leckere Sachen esse, aber nicht die Zeit habe, mich seitenweise durch Rezepte durchzuarbeiten, habe ich versucht, das Grundprinzip rauszufinden, wie jedes Gericht lecker ist. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und habe zusammengefasst, welche Dinge immer dabei sein müssen, damit es wirklich lecker schmeckt. Seitdem koche ich nicht mehr anders und meine Gäste sind begeistert. Was ist also dieses ultimative Rezept? Das werde ich heute vorstellen. Bleib also unbedingt dran. Servus und herzlich willkommen bei Du bist genial! Was ist das ultimative Rezept? Was sind die Grundprinzipien, die immer gleich sind, damit bei unserem Gaumen das Geschmackserlebnis möglichst komplett ist? Ganz einfach, der Geschmack muss möglichst umfassend bedient werden und zwar in der richtigen Menge. Was und wie viel das ist, das werde ich euch jetzt ganz schnell erklären. Letztendlich braucht ihr nur 4 Dinge in jeder Mahlzeit und das Geschmacksergebnis ist komplett. Und zwar sind es die folgenden 4 Dinge: Salz, Öl, Zwiebeln und Knoblauch und Zitrone. Wieso gerade diese 4? Meine Erfahrung zeigt, dass die immer dabei sein müssen. Damit bedient ihr auch schon mal 3 von den 5 verschiedenen Geschmacksknospen auf eure Zunge, nämlich salzig, sauer und dann die Knospen für den herzhaften Geschmack, Umami genannt. Und dann noch das Öl, das ist sowas wie ein Geschmacksträger oder Fett, was immer dabei sein muss. Aber das ist noch nicht alles. Alles muss in genau der richtigen Mengenangabe drin sein, damit es auch schmeckt. Und dass ihr das auch von Rezept zu Rezept und was immer ihr kocht selber entscheiden könnt, gebe ich euch jetzt einfach nur Hinweise dazu und das reicht schon. Beim Salz muss die Menge exakt richtig sein. Beim Öl reicht eine ungefähre Menge, mehr oder weniger ist nicht so schlimm. Genauso bei Zwiebel bzw. Knoblauch. Wenn ihr doppelt so viel Zwiebel macht, schmeckt es nur ein bisschen besser, aber die Menge ist nicht so wichtig. Nur dass es drin ist, ist wichtig. Bei Zitrone ist nicht die exakte Menge wichtig, aber ihr dürft nicht zu viel reinmachen. Also da gibt es eine Maximalmenge. Alles drunter ist nicht schlimm und selbst wenn ihr sie ganz weglasst, ist das nicht die absolute Katastrophe. Also beim Salz ist es so, es muss genau dosiert werden. Und das ist ganz wichtig. Damit ihr nicht wieder Rezepte braucht, schafft euch am besten eine Referenz. Bei mir ist das Brotbacken. Immer wenn ich ein großes Brot gebacken habe, sagen wir 750 Gramm, dann habe ich dafür einen Esslöffel Salz genommen. Und das ist für mich meine Referenz, die ich immer im Kopf habe. Ich weiß also, so viel Menge braucht so viel Salz. Und wenn ich jetzt eine Lasagne mache zum Beispiel und die ist doppelt so groß, vielleicht 1,5 Kilo, dann brauche ich doppelt so viel Salz. Und wenn es eine Sache ist, die ein bisschen mehr salzig sein muss, zum Beispiel eine Soße oder ein Aufstrich, dann braucht es natürlich mehr Salz. Und so habt ihr immer eine Referenz im Kopf und sagt, okay, das ist so viel, dann muss ich mehr machen. Wenn es nur halb so viel ist wie das Brot, dann tut ihr nur halb so viel rein. Öl muss immer dabei sein, die Menge ist nicht so wichtig, genau wie Zwiebeln und Knoblauch. Zitrone nicht zu viel, wie gesagt. Und wenn ihr dieses Grundprinzip beherrscht und ein bisschen übt, so wird jedes Gericht super lecker werden. Wenn ihr zum Beispiel eine Lasagne machen wollt, braucht ihr kein Rezept mehr. Man braucht eine Soße für eine Lasagne, da macht ihr einfach eine Schüssel, die groß genug ist, macht da eure Soße rein, tut alles rein, was ihr wollt in die Soße, muss natürlich flüssig genug sein. Und dann tut ihr Zwiebeln dazu, klein geschnitten Knoblauch, Zitrone, Öl oder Fett und die richtige Menge an Salz. Also bei einer Lasagne für 4-5 Personen wäre das dann so ein Esslöffel. Und dann natürlich wichtig noch auf die Konsistenz achten, dass die Konsistenz sollte nicht zu schleimig oder zu breiig sein, aber eben auf keinen Fall zu trocken, also genug Wasser und eben auch noch knackig durch Gemüse. Und voilà, Lasagne ist fertig, kein Rezept notwendig. Und genauso könnt ihr vorgehen, wenn ihr aus Avocado eine Guacamole macht zum Beispiel. Gleiches Prinzip, gleiche Dinge rein, schmeckt super lecker. Oder wenn ihr eine Tomatensauce macht oder wenn ihr irgendeine Suppe macht, gleiches Prinzip könnt ihr immer anwenden. Mit diesem Grundgerüst schmeckt es immer. Was sind also die 4 Punkte? Genau die richtige Menge Salz, Öl, Knoblauch, Zwiebeln rein und Zitrone nicht zu viel. Das war jetzt mal ein kürzeres Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch unbedingt einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Ja, und wenn ihr noch mehr spannende Videos zum Thema Gesundheit oder Erfolg haben wollt, dann einfach hier abonnieren. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.